Was musst du konkret machen, nachdem du ausgewandert bist, damit du mit dem deutschen Finanzamt keine Probleme bekommst, beziehungsweise dich möglichst gut mit der Behörde stellst? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern auseinandersetzt, dann schau dir ruhig mal unser Seminar- und Reiseprogramm an. Wir besuchen regelmäßig spannende Orte, veranstalten dort Seminare für Auswanderer, wo wir alle steuerlichen und rechtlichen Aspekte der Auswanderung besprechen. Wir veranstalten auch Seminare in Zürich oder in London oder in Edinburgh zu verschiedenen Auswanderungsthemen. Das ist dann keine eigentliche Reise, sondern eben ein 2- bis 3-tägiges Seminar. Schau dir ruhig mal unsere verschiedenen Angebote dort an. Details auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos. Dort werden alle deine steuerlichen und rechtlichen Fragen rund zum Thema Auswandern beantwortet werden, und du wirst natürlich gleichzeitig auch noch viele Gleichgesinnte treffen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, die auswandern möchten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da kann man nicht nur Beziehungen knüpfen für die Zukunft und vielleicht sogar Freunde fürs Leben finden, sondern sich auch mal austauschen über die aktuelle Lage, über die aktuelle politische Situation, ohne jetzt gleich befürchten zu müssen, dass man für komplett verrückt gehalten wird, weil es einen ins Ausland zieht. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema, was wir heute besprechen wollen. Es wird ja vielfach über die Abmeldung gesprochen. Dort gibt es jede Menge falsche Informationen, natürlich auch online dazu, aber schau dir ruhig mal das an, was wir auf diesem Kanal dazu gesagt haben. Abmelden heißt eben nicht nur der Gang zum Einwohnermeldeamt, sondern da steckt sehr viel mehr dahinter. Insbesondere aus steuerlicher Sicht ist eigentlich die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt komplett schnurzegal. Das kannst du machen oder nicht. Steuerlich ändert es überhaupt nichts an deiner Situation. Wie gesagt, dazu haben wir schon viele Videos gemacht. Auf was es wirklich ankommt, ist die Beendigung deines Wohnsitzes. Also wenn ich von Abmeldung spreche, dann meine ich immer, dass dein Wohnsitz in Deutschland aufgegeben ist, dass du deine Mietwohnung gekündigt hast, dass sie leergeräumt ist, dass du Strom, Gas, Wasser abgemeldet hast und wenn du ein Eigenheim hast, dass du dieses vermietet hast, langfristig an fremde Dritte. Nur dann gilt dein Wohnsitz in Deutschland als aufgegeben. Ansonsten bleibst du einfach in Deutschland, wie bisher auch, ganz normal, unbeschränkt steuerpflichtig auf deine weltweiten Einkünfte. Aber mal angenommen, du hast das jetzt alles gemacht, mal angenommen, du bist jetzt wirklich im Ausland und nicht mehr in Deutschland, dann stellt sich für viele die Frage: War's das jetzt? Muss ich noch irgendwas machen? Lässt mich das Finanzamt jetzt in Ruhe? Habe ich irgendwelche besonderen Fristen zu beachten? Was passiert nun eigentlich? Ich möchte jetzt hier mal beispielhaft besprechen, was tatsächlich passieren würde, wenn du zum 31.12.2025 Deutschland verlässt, wenn du wirklich deinen Wohnsitz aufgegeben hast, dann im Ausland bist, auf was du dann Rücksicht nehmen musst, was du dem Finanzamt noch schicken musst, damit du dich mit der Behörde möglichst gut stellst. Also, mal ganz im Allgemeinen gibt es keine besonderen Fristen, nur weil du ausgewandert bist. Deine Steuererklärung für 2025 ist mit Steuerberater im Februar 2027 fällig. Bis dahin hast du also Zeit, alles zu erklären, die Informationen aufzubereiten. Das heißt, streng genommen musst du eigentlich davor überhaupt nichts machen. Für Unternehmer gibt es natürlich Sonderregeln, darauf will ich jetzt in diesem Video nicht eingehen. Aber wenn du das Unternehmen aufgegeben hast, dann musst du natürlich sicherstellen, idealerweise schon vor der Abmeldung aus Deutschland, dass das Gewerbe abgemeldet ist, dass das Finanzamt Bescheid weiß, dass keine Vorauszahlungen mehr notwendig werden etc. pp. Aber darauf möchte ich jetzt eigentlich in diesem Video nicht eingehen. Es geht jetzt hier schlicht und ergreifend um die natürliche Person bei Unternehmern. Da gibt es dann auch noch andere Dinge zu beachten, insbesondere natürlich, wenn du Eigentümer einer Gesellschaft bist, einer GmbH oder GmbH und Co. KG oder einer ähnlichen Rechtsform. Aber unter der Annahme, dass das nicht so ist, dann bist du eigentlich nicht verpflichtet, vor der Steuererklärung, vor Fälligkeit der Steuererklärung etwas beim Finanzamt einzureichen. Das Finanzamt wird möglicherweise durch deine Abmeldung vom Einwohnermeldeamt informiert, dass du aus Deutschland weggezogen bist. Das ist nicht immer so, in vielen Fällen passiert das, aber es muss, wie gesagt, nicht so sein. Dennoch hast du keine Pflicht, hier irgendwelche Sonderformulare oder sowas einzureichen, bevor die Steuererklärung dann tatsächlich fällig wird. Bei der Steuererklärung gibt es dann ein ganz wichtiges Formular, nämlich die Anlage WAEST, die du unbedingt korrekt über den Steuerberater ausfüllen lassen willst, die man dann tatsächlich im Rahmen der Steuererklärung einreichen will. Viele Steuerberater wissen das nicht, haben das nicht auf dem Schirm und das kann dann zu Problemen führen. Aber mit WAEST wollen wir uns gleich nochmal auseinandersetzen. Das ist das eigentliche Thema, um was es in diesem Video geht. Aber vorher noch eine andere Sache, die zwar rein freiwillig ist, die sich aber unserer Erfahrung nach sehr auszahlt. Ich würde dir raten, dass du über deinen Steuerberater
Steuerberater kurz nach deinem Wegzug, sagen wir mal 1 Monat, 2 Monate nach Wegzug, ein Schreiben ans Finanzamt verfasst, sei es in Briefform oder auch als E-Mail, wo du kurz den Sachverhalt deines Wegzuges zusammenfasst. Wo du also sagst, Sebastian ist ins Ausland umgezogen, er wohnt nun in der Schweiz zum Beispiel. In Deutschland hat er keine weiteren Einkünfte mehr. Es gibt in Deutschland keinen Wohnsitz, keinen Lebensmittelpunkt. Deutschland ist auch nicht Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes. Da Sebastian keine deutschen Einkünfte mehr hat, also zum Beispiel keine deutschen Mieteinnahmen, wird er nach dem Wegzug keine Steuererklärung mehr einreichen müssen. Für das abgelaufene Steuerjahr 2025 wird die Steuererklärung fristgerecht eingereicht. Also irgendwie sowas in der Art. Und wenn du jetzt natürlich noch Mieteinnahmen hast oder wenn es dann noch irgendwelche Unternehmen gibt, die du zu erklären hast, dann kurz darlegen, was dann hier passiert. Das hilft einfach deswegen und dann vor allen Dingen auch in Kombination mit dem Formular WAEST, um weitere Nachfragen des Finanzamtes zu vermeiden. Du hast vielleicht schon mal gehört, auch hier bei uns, dass das Finanzamt ansonsten einen Fragebogen an Auswanderer abschickt. Das sind die sogenannten 16 Fragen rund um den Wegzug ins Ausland. Diesen will ich dir auch jetzt mal kurz zeigen. Fragebogen, Wegzug einer natürlichen Person ins Ausland. Wir haben diesen Fragebogen schon in anderen Videos durchgegangen. Schau dir das am besten auch mal an. Das ist die erste Seite. Das ist die zweite Seite. Da werden also detaillierte Fragen dazu gestellt, ob du auch den Lebensmittelpunkt zusammen mit deiner Familie ins Ausland verlegt hast. Da musst du dann detaillierte Nachweise einreichen. Dritte Seite. Zum Teil muss man auch über Vermögen Auskunft geben, zum Teil auch über Konten in Deutschland und so weiter und so fort. Übrigens, wenn du willst, dass ich dir diesen Fragebogen zuschicke, dann folge dem Link in der Beschreibung dieses Videos. Dort hinterlässt du einfach deine E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir den Fragebogen zusammen mit den Infos, die ich gleich noch zum Formular WAEST dir mitteilen werde. Also dieser Fragebogen ist natürlich auch kein Weltuntergang, aber wenn du vermeiden willst, dass du da sehr viele Nachweise einreichen musst, dann gibt es eben Wege, diesen zu vermeiden. Und das ist eben unter anderem, dass du die Anlage WAEST korrekt ausfüllst und an das Finanzamt eine kleine E-Mail schreibst mit den ganzen Angaben, die ich dir gerade eben durchgegeben habe. Am besten, wie gesagt, sollte das der Steuerberater machen. So, nun kommen wir aber zur Anlage WAST. Darüber haben wir auch schon Videos gemacht. Ich will dich aber heute insbesondere auf eine wichtige Angabe hinweisen, die man korrekt ausfüllen sollte, um entsprechende Probleme mit dem Finanzamt zu vermeiden. Also hier ist die Anlage WAEST. Diese muss man mit einreichen, zusammen mit der Steuererklärung natürlich, wenn man auswandert. Diese gibt es seit 2017. Es gibt erstaunlich viele Steuerberater, die dazu absolut keine Ahnung haben und nicht wissen überhaupt, dass es diese auszufüllen gibt oder was sie damit machen müssen. Besonders knackig ist dieser Abschnitt, nämlich hier geht es um Angaben zur Wegzugsbesteuerung bei den Fragen 8 und 9. Wenn dir also Beteiligung und Kapitalgesellschaften gehören, auch dazu haben wir ja viele Videos gemacht, das wäre der Ort, wo du diese Beteiligung erklärst. Daraus ergibt sich dann die Wegzugsteuer. Aber ich will jetzt in diesem Video besonders auf Frage 10 eingehen. Frage 10 lautet, im Zeitraum zwischen Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung lag mein Wohnsitz zumindest zeitweise in einem niedrig besteuerten Gebiet im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 2 Außensteuergesetz. Eine interessante Frage. Also nehmen wir einmal an, du reichst diese Steuererklärung hier ein im Januar 2027. Wir haben ja gesagt, bis Februar 2027 hast du Zeit. Dann fragt das Finanzamt hier also seit deinem Wegzug Ende 2025 bis Januar 2027 hast du da in einem Niedrigsteuerland gewohnt. Ein Niedrigsteuerland im Sinne des Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes. Hier geht es also natürlich um die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht hat zur Konsequenz, dass du möglicherweise noch 10 Jahre lang in Deutschland weiterhin Steuererklärungen einreichen musst, dass du möglicherweise noch auf weitere Einkünfte in Deutschland steuerpflichtig bist, auf die du nicht gerne steuerpflichtig sein möchtest. Es ist daher sehr wichtig, dass du diese Angabe hier korrekt machst, damit das Finanzamt entsprechend informiert wird. Eins ist natürlich klar, wenn du unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht fallen wirst, das heißt also mal angenommen, du hast jetzt deutsche Aktien, dann wärst du eben, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst, noch für 10 Jahre nach dem Wegzug auf die Veräußerungserlöse dieser Aktien in Deutschland steuerpflichtig. Bei einem normalen Umzug wäre das Ganze eben in Deutschland steuerfrei. Also wenn das jetzt auf dich zutrifft, dann solltest du natürlich hier auf jeden Fall Ja ankreuzen. Wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst, sagen wir mal Dubai oder Monaco, denn dann wirst du ja auf jeden Fall in Deutschland Steuern bezahlen müssen, eben auf die Veräußerung dieser Anteile. Diese Angabe ist dann natürlich für all jene unangenehm, die zwar in ein Niedrigsteuerland umziehen, aber eigentlich
gar nicht unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht fallen, weil sie zum Beispiel kein entsprechendes Vermögen in Deutschland haben. Also nehmen wir einmal an, du ziehst nach Malta um. Du gründest in Malta eine Firma, du hast keine deutschen Aktien mehr, du hast kein deutsches Vermögen mehr. Dann hast du also keine Einkünfte, die unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Trotzdem wird in dieser Frage gefragt, ob dein neues Wohnsitzdland, also Malta, ein Niedrigsteuerland ist. Das heißt also, dich ärgert diese Frage, weil du eigentlich sagst, naja, ich werde keine Einkünfte haben, die unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Es wird auch keine Erklärungspflichten für mich geben. Ich will jetzt bei dieser Frage nichts Falsches hier sagen müssen, denn ich will ja hier beim Finanzamt keine schlafenden Hunde wecken. Ich habe jetzt ja keine Lust, dass sie jetzt hier irgendwelche riesen Nachforschungen anstellen und mich hier wochenlang, monatelang befragen und ausquetschen und 100.000 Nachweise von mir wollen, dass das wirklich so ist. Das will ich ja, wenn es möglich ist, irgendwie gerne vermeiden. Also wie muss ich jetzt diese Frage beantworten? Welche zusätzlichen Angaben, welche Kommentare muss ich hier möglicherweise noch machen, beziehungsweise muss der Steuerberater machen, dass zwar ich die Frage wahrheitsgemäß beantworte, dass ich also meiner Erklärungspflicht natürlich hier nachkomme, gleichzeitig ich aber mich nicht selbst in schwieriges Fahrwasser bringe, weil es hier einfach irgendwelche unnötigen Nachfragen gibt, die dann wieder nur hohe Steuerberaterkosten und natürlich auch jede Menge nerven. Man will eben, wenn es geht, wenn es rechtlich möglich ist, hier nicht so einen gigantischen Rattenschwanz nach sich ziehen müssen. Also, und hier gibt es eigentlich eine ganz interessante Methode, wie man legal genau das vermeiden kann. Das werde ich dir auch per E-Mail erklären, wie das geht, was du deinem Steuerberater sagen musst. Also klick auf den Link in der Beschreibung dieses Videos. Dort hinterlässt uns deine E-Mail-Adresse. Dann werde ich dir eine E-Mail schicken, wo ich dir einen Link zu dem Formular mit den 16 Fragen schicke, natürlich auch zum WAEST und eben dir verraten werde, welche Angaben du hier machen musst, die zum einen rechtskonform sind, zum anderen aber vielleicht in Fällen, wo es relativ offensichtlich ist, du vermeiden kannst, dann schlafende Hunde beim Finanzamt unnötigerweise zu wecken. Ich befürchte, wenn du nach Dubai umziehst oder nach Monaco, dann sind das ganz klar Niedrigsteuerländer. Das lässt sich nicht verhindern. Aber gerade Länder wie zum Beispiel Malta, wie zum Beispiel Zypern, wie die Philippinen oder auch wie Italien oder Spanien, die ja letztlich hohe Steuersätze haben, wo man aber mit einem Sonderstatus günstige Steuersätze beziehungsweise fast Steuerfreiheit erreichen kann, da hat man natürlich schon einigen Spielraum, wie man das Ganze hier genau ausfüllt. Aber natürlich, es muss immer rechtskonform sein. Ja, das heißt, Lügen darf man natürlich nicht. Das kann einen dann natürlich dann erst richtig in die Bredouille bringen. Aber wie gesagt, wir machen das schon relativ lange. Wir haben da relativ viel Erfahrung, arbeiten auch mit etlichen Steuerberatern zusammen, die da ebenfalls Erfahrung haben. Das heißt also, was sich da so als Best Practice in vielen Fällen erwiesen hat, das verrate ich dir eben gerne in der besagten E-Mail. Hinterlass uns deine E-Mail-Adresse und dann werden wir dir das natürlich gleich zuschicken. Zusammenfassend also ist es extrem wichtig, wenn du Ärger mit dem Finanzamt vermeiden willst, wenn du vermeiden willst, dass dir der Fragebogen mit den 16 Fragen zugeschickt wird, dass du proaktiv, fristgerecht dem Finanzamt die Informationen zur Verfügung stellst, die das Finanzamt braucht, um deinen Wegzug hier ordentlich, sage ich mal, verbuchen zu können. Es ist ja aus meiner Sicht komplett zwecklos und kontraproduktiv, ein Versteckspiel spielen zu wollen. Sei hier offen und ehrlich, das sind auch nur Menschen beim Finanzamt. Und wenn du hier zwischenmenschlich korrekt agierst, die Informationen zur Verfügung stellst, die das Finanzamt von dir haben möchte, die du auch zur Verfügung stellen musst, dann kannst du eigentlich damit rechnen, dass es relativ wenig Probleme gibt. Aber eben, man will natürlich auch wirklich nur das zur Verfügung stellen, was man wirklich muss. Man will natürlich nicht freiwillig hier alle möglichen anderen Dinge noch erzählen, die dann irgendwann mal gegen einen verwendet werden können. Dein Ziel müsste jedenfalls sein, dass du den letzten Steuerbescheid aus Deutschland zur unbeschränkten Steuerpflicht ohne den Vorbehalt der Nachprüfung bekommst. Das wäre ein wichtiger Punkt und deswegen ist es eben notwendig, dass das Finanzamt die Informationen hat, nach denen es dich fragt, damit auch tatsächlich ein sauberer Steuerbescheid an dich geschickt werden kann. Wir hatten ja schon in einem anderen Video gesagt, dass das Finanzamt potenziell auch noch 25 Jahre nach deinem Wegzug in deine Angelegenheiten reinschauen kann. Wenn wir davon ausgehen, dass du noch 10 Jahre möglicherweise unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht fällst und wenn man davon ausgeht, dass im Falle von Steuerhinterziehung das Finanzamt noch 15 Jahre lang
deine Akte aufmachen kann, dann wäre im Grunde genommen, wenn man sich das 10. Jahr der weiterbeschränkten Steuerpflicht anschaut und 15 Jahre draufrechnet, dann wären wir noch 25 Jahre hier auf dem Monitor des Finanzamtes. Und das ist natürlich gefühlsmäßig ein ganz schönes Damoklesschwert, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, was auch immer man machen kann, um das Ganze zu vereinfachen, das sollte man natürlich tun, denn man will hier nicht in etwas hineingerissen werden, Jahre später nach dem Wegzug, was einem dann zu einem späteren Zeitpunkt auf die Füße fallen kann. Also daher zusammenfassend, was ist wichtig, was musst du machen? Kümmere dich um diese beiden Sachen, kümmere dich um die E-Mail, um den Brief nach deinem Wegzug und kümmere dich um WAEST. Schau, dass das sauber eingereicht wird. Dann sollte das hoffentlich mit dem Finanzamt reibungslos funktionieren. Sorge dann dafür, dass das Finanzamt dich erreichen kann. Möglicherweise kannst du einen Empfangsbevollmächtigten in Deutschland bestellen, Familienmitglied, Steuerberater. Aber wichtig ist, dass du erreichbar bist. Manchmal dann sagen, naja, ich will hier komplett von der Bildfläche verschwinden. Das ist eigentlich nicht das, was wirklich produktiv ist, ja, sondern das wirkt sich eigentlich eher nachteilig für dich aus. Also kommuniziere hier am besten wie ein Erwachsener, ganz ehrlich. Das wird für dich das Leben am einfachsten machen. So, wenn auch du planst, ins Ausland umzuziehen und hierbei unsere Hilfe, unser Know-how in Anspruch nehmen möchtest, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei diesen Fragen zu beraten. Steueroptimierter Wegzug ins Ausland, Vermeidung von Problemen mit dem Finanzamt, Schutz deines Vermögens vor einer übergriffigen EU im Ausland und natürlich auch der Aufbau neuen Vermögens außerhalb der EU. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.